Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um ein neues Gadget, nämlich einen OBD-Scanner. Und ihr könnt genau diesen, den ich hier in der Hand halte, bei mir gewinnen. Wie ihr das macht, erkläre ich später in dem Video. Ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, worum geht es? Es geht um einen neuen OBD-Scanner, den ich zum Testen erhalten habe. Und dieser OBD-Scanner ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, zumindest mal die Marke. Bei den Autodoktoren wird er immer wieder mal beworben. Es gibt natürlich diverse Varianten davon. Auf jeden Fall ist das hier der Launch 129X Version 2.0. Und ja, dieses Ding hat diverse Funktionen, um uns das Leben am Auto ein bisschen einfacher zu machen, um die Daten des Autos auslesen zu können und natürlich auch ganz, ganz viele Funktionen, um gewisse Services zurückzustellen. In Summe 12 Stück können wir hier an Servicen zurückstellen mit diesem Gerät. Ich blende euch mal die ganzen Eckdaten ein von diesem Gerät. Unter anderem Android ist hier drauf mit einem 5 Zoll LCD-Bildschirm, Touchscreen. Zusätzlich zum Touchscreen kann das Ding dann auch noch per Knöpfe bedient werden. Sehr, sehr sinnvoll, wenn man Handschuhe anhat und schnell irgendwas mal abändern möchte oder weiterspringen möchte. Dann ist natürlich das Ganze per Knopf viel, viel einfacher als über den ganzen Touchscreen. Ja, genau, wie immer, das Ganze verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ja, bei dem Gerät, wie gesagt, steht auf der Verpackung, die ist eher unscheinbar, deshalb die 12 Funktionen, diese Reset-Funktionen stehen hier nicht drauf. Die ganzen Funktionen, die das Gerät hat, sind ein Leben lang gültig. Ihr erhaltet auch lebenslange Updates bei diesem Gerät zu allen Funktionen. Hinzu kommt, dass man auch in dem hauseigenen Store sich weitere Funktionen bei Bedarf nachladen, also nachkaufen kann. Ist also auch möglich, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt aber eine ganz bestimmte Funktion, ist das auch möglich. Ihr bekommt das Ganze in so einem schicken Case hier geliefert. Mit dabei ist natürlich eine Anleitung, dann das eigentliche Gerät. So sieht es aus. Wie gesagt, 5 Zoll Touchscreen, Knöpfe, mit denen ihr das Ganze auch bedienen könnt, Ein- und Ausschalter, das Kabel, was da auch noch gleich drin ist und natürlich ein Kabel zum Laden, wenn ihr es dann zu Hause mal laden oder extern verwenden wollt. Wie gesagt, hier das OBD-Kabel, das brauchen wir gleich, das Ladekabel und das war es auch schon. Genau, wir schließen uns jetzt gleich mit dem Gerät ans Auto an und schauen uns mal die ganzen Funktionen im Detail an. Bevor man das Ganze allerdings natürlich macht, ganz wichtig, immer zu Hause mal einschalten, WLAN einschalten und dann die ganzen Updates für das Gerät ziehen. Das habe ich natürlich schon gemacht und ja, hat ein bisschen gedauert, bis er alle Updates runtergeladen hatte und installiert hatte. Und nachdem, sage ich jetzt mal, ja, das Ganze erfolgreich durchgeführt worden ist, habe ich dann das Gerät nochmal auf die Werkseinstellung gesetzt und nochmal neu eingerichtet. Wie das Ganze funktionierte, blende ich euch jetzt ein. Also, das Gerät einschalten und dann startet auch schon der Einrichtungsassistent. Den bestätigen wir gleich mit Start und dann wählen wir als erstes die Sprachen aus. Sind verfügbar Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Italienisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch und alles, was man da noch so sieht. Und dann wählt man entsprechend die Zeitzone aus, also auch hier, dass man das richtige Datum hat im Nachgang, wenn man Berichte erstellt oder sonstiges, damit auch Uhrzeit und Datum da korrekt automatisch erfasst werden. Im nächsten Schritt richtet man dann das WLAN ein, damit sich das Gerät mit dem Internet verbinden kann und dann können wir nämlich auch die ganzen Updates für das Gerät ziehen. Wie schon erwähnt, lebenslange Updates sind möglich und zusätzlich kann man sich weitere Funktionalitäten mit dazu kaufen, sehen wir allerdings dann gleich, wenn wir uns das Menü mal anschauen. Man kann auch die Informationen zu der Werkstatt hinterlegen, damit die auch auf den Berichten mit erwähnt, überspringe ich jetzt einfach mal. Und dann muss man natürlich noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren und dann hat man auch schon das eigentliche Menü des Gerätes zur Verfügung. Hier, wie ihr seht, als allererstes habe ich dann die Updates ausgeführt oder durchgeführt. Ganz viele Module, also Module im Sinne von die Softwaremodule, die hier installiert sind, gibt es Aktualisierungen dazu, sollte man immer aktualisieren, damit man
neue Funktionen erhält, aber auch, falls mal irgendwo ein Fehler war oder nicht funktioniert hat, damit das Ganze dann auch behoben ist. Und dann startet man den Update-Vorgang, je nachdem, wie schnell eure Internetverbindung ist, dauert das halt ein bisschen. Überspringen wir jetzt, bis im Prinzip das Gerät fertig alle Updates installiert hat. Nachdem das Gerät dann neu gestartet ist, mit allen Updates, sehen wir hier in den Einstellungen, können wir diverse Einstellungen vornehmen. Wir können halt eine Bildschirmaufnahme ein- und ausschalten. Dann haben wir einen Knopf, um eine Bildschirmaufnahme, also einen Screenshot zu tätigen. Wir können natürlich den Bildschirm einstellen, die Helligkeit und nochmal die ganzen Parameter, die wir am Anfang beim Einrichtungsassistenten eingestellt haben. Die können wir hier uns nochmal anschauen und abändern. Und dann gehen wir mal als allererstes die ganzen Menüpunkte mal durch, damit ihr seht, was sich hinter diesen Menüpunkten auch verbirgt. Also Diagnose, dort könnt ihr dann euer Auto eine Diagnose durchführen. Hier die nächsten 2 Punkte, also OBD und die Live-Daten funktionieren natürlich nur, wenn der OBD-Stecker angeschlossen ist. Kommen wir gleich dazu, machen wir auch gleich. Dann gibt es die ganzen Service-Funktionen, da können wir uns die Batterie anzeigen lassen. Hier speichert ihr die ganzen Screenshots, Berichte, die wir gegebenenfalls erstellt haben, um unserem Kunden was auszudrucken oder halt für euch was auszudrucken. Und hier gibt es, wie schon erwähnt, diesen externen zusätzlichen Online-Shop. Hier könnt ihr euch zusätzliche Pakete installieren. Wenn diese 12 Funktionen, die dieses Gerät hat, diese Service-Funktionen nicht ausreichen, dann könnt ihr hier im Nachgang noch weitere Funktionen dazu kaufen, installieren, werden auch entsprechend immer wieder erweitert. Könnt ihr sortieren nach Personenkraftwagen für den europäischen Markt, amerikanischen Markt und wie ihr seht, relativ viele Funktionen, die ihr dann noch im Nachgang dazu kaufen könnt, wenn ihr die denn benötigt. Ansonsten, die 12 Funktionen decken meiner Meinung nach soweit alles ab, was man hier, sag ich mal, als Hobbyschrauber eigentlich braucht. Das war der kurze Überblick über das Gerät. Ich habe es euch jetzt so eingeblendet, damit ihr es besser seht. Das habe ich das Ganze zu Hause gemacht. Jetzt aber die Live-Daten hier direkt im Auto. Und dann schauen wir uns mal an, was das Gerät so kann. Wir schauen uns ein paar Module an und wir schauen uns ein paar Live-Daten an und wie das Ganze aussieht. Okay, los geht's. Als allererstes verbinden wir das Ding natürlich mit unserem Auto und links an dem OBD-Stecker. So, nachdem der Stecker unten eingesteckt ist, schalten wir hier unsere Zündung ein. Und schließen dann, ich schalte hier soweit alles aus, um den Motor nicht starten zu müssen, damit ihr alles besser hört, und schließen jetzt im Prinzip das Kabel hier an. Ich hoffe, ihr seht es. Ich gucke mal. Also angeschlossen und er versucht jetzt automatisch das Auto zu erkennen anhand der Fahrgestellnummer, um dann direkt eine Diagnose starten zu können. So, hat er gefunden. Modelljahr 2019, Ford. Und wir drücken OK. So, er erstellt automatisch einen Bericht zur Grunddiagnose des Fahrzeugs. Zeige ich euch hier. So sieht das Ganze aus. Und dort sehen wir dann halt natürlich die Fahrzeugdaten, dann die Werkstatt, wenn wir eine hinterlegt hätten, also unsere Daten, und dann kommt auch schon die Module, die er ausgelesen hat, inklusive Fehlern. Also sobald man ein Auto anschließt, macht er direkt eine Diagnose. Und ja, ich habe hier in Summe 3 Fehler. ABS, ungültige Daten erhalten vom Modul. Und PCM, also das ist der Antriebsstrang, falsche Antwort vom Steuermodul, Wegfahrsperre, falsche Antwort von Sekundärmodul, Wegfahrsperre. So, wieso das so ist, bei mir mit den Fehlern ist, ich habe ja diese Alarmanlage installiert, bedeutet, wenn ich einsteige und aus irgendeinem Grund meinen Bluetooth-Dongle nicht dabei habe oder vergesse, die Tastenkombinationen zu drücken, versuche das Auto dann zu starten, dann wirft er natürlich einen Fehler, weil die Alarmanlage natürlich die Kommunikation verhindert und somit das Auto nicht startet. Das ist der Grund, wieso bei mir jetzt diese Fehler drin sind. Aber lasst uns doch mal das Ganze hier anschauen. Ich bin jetzt einmal zurückgegangen, so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Kleinen Moment, ich muss hier selber mal so, vielleicht sieht man es so besser. Okay. So, diese Fehler, wie gesagt, hatte gefunden. 2 Fehler, wie gerade eben gesagt, und hier die Module, alle anderen sind in Ordnung. Wir löschen jetzt einfach mal den Fehlerspeicher und drücken hier auf Code löschen. Sind sicher, dass den Fehlerspeicher gelöscht werden soll? Ja. Und jetzt löscht er diese Fehler. Und wie wir sehen, alle Module jetzt normal ohne
Fehler. Gut, das war also eine sehr, sehr schnelle Diagnose. Das Gerät nur anschließen, den Rest macht ihr vollautomatisch. Bedeutet, ihr bekommt direkt nach dem Anschließen, ohne dass man irgendwas machen muss, direkt einen ersten Überblick über das Auto. Was ist Sache? Gibt es Fehler? Falls ja, welche? Und dann könnt ihr die löschen. Das war also die Diagnose, die dann automatisch gestartet worden ist. Es gibt natürlich noch hier OBD. Jetzt macht er über den Punkt OBD, verbindet er sich jetzt nochmal mit dem Auto und dort können wir dann die grundlegenden OBD-Funktionen nutzen, die halt im OBD-Protokoll hinterlegt sind. Also jetzt nicht unbedingt viel Fahrzeugspezifisches, sondern halt die allgemeinen generellen Funktionen von OBD. Wie wir sehen, er hat mein Auto gefunden mit der Fahrgestellnummer, Mild-Status aus, also keine Fehlerleuchte. Hier vorne DTCs, also Fehler. Im Modul sind auch keine. Wir haben ja gerade eben die Fehler gelöscht. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Wir gehen mal rein mit Enter und können uns jetzt zu verschiedenen Modulen natürlich die Live-Daten anzeigen lassen. Fehlercodes auslesen. Ich mache jetzt mal Fehlercode auslesen, auch wenn wir das gerade eben schon gemacht haben. Und dann schauen wir mal, was er uns anzeigt. Kein Fehlercode, so ist ja auch richtig. Wir haben ja das Ganze gelöscht. Also mit OBD könnt ihr halt die Grundfunktionalität von OBD nutzen, um halt ja, Basisdaten von dem Auto auszulesen. So, als nächstes möchte ich euch die Batteriespannung anzeigen, bevor wir dann zu den Servicefunktionen kommen und dann uns die Live-Daten anzeigen lassen. Also Batteriespannung, gehe ich drauf. Da zeigt er mir jetzt hier eine Batteriespannung an. Das Auto ist ja, die Zündung ist an, alles soweit ist die auch an, deshalb hier 11,5, relativ niedrig. A ist die Batterie natürlich schon sehr, sehr alt und das Auto hat ein bisschen gestanden. Ich starte jetzt mal das Auto. Ich hoffe, das funktioniert mit der Kamera, dass sie so weit hält und dass ihr mich dann noch hört. So, Auto gestartet. Wie ihr seht, die ganze Zeit Batteriespannung war so 11, noch was. Hier, wir sehen, Auto gestartet. Da gab es einen kleinen Einbruch. Klar, Spannung geht kurz runter beim Starten und dann fängt auch der Generator an zu arbeiten und wir sehen hier eine Spannung aktuell von 14,6 Volt. Genau, soweit, so gut. Also da sieht man auch, dass der Generator arbeitet, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Multimeter vorne anschließen muss. Funktioniert alles über OBD. Wir gehen jetzt mal raus. Ich benutze jetzt einfach mal die Tasten. Ich gehe hier einfach mal raus. Das ist also die Batteriespannung. Wie gesagt, können wir noch mal kurz reingehen. Jetzt zeigt er mir permanent die 14,6 Volt an. Motor ist an, Generator läuft und lädt die Batterie. Also, er hat sich jetzt verbunden mit der Diagnose. Wir sehen noch mal unsere Module, dort wo wir auch den Fehlerspeicher gesehen haben. Und ich wähle jetzt einfach mal TCM aus, also hier das Modul. Und jetzt können wir gezielt, dadurch, dass das Auto an ist und er natürlich Zugriff auf alle Module hat, die Module komplett ansteuern und auslesen. Also wir können uns die Versionsinformationen anzeigen lassen vom Modul, Fehlerspeicher auslesen, gezielt für ein bestimmtes Modul Fehlerspeicher löschen. Wir können aber auch den Datenstrom lesen. Und hier haben wir dann eine, ja, ganz große Anzahl an Auswahl, also 93 in Summe, an Daten, die wir von diesem Modul uns auslesen lassen können. So, Getriebeöltemperatur fällt mir gerade hier so ins Auge. Wähle ich mal aus. Das ist ja immer so ein beliebtes Thema. Man möchte natürlich die Öltemperatur auch hier irgendwie im Kombi-Instrument haben. Ist nicht möglich oder noch nicht möglich. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich sage jetzt mal hier Fahrpedalsensor, um einfach mal ein paar hier, ja, hier auszuwählen. Ich habe jetzt mal 3 ausgewählt und drücke jetzt auf Bestätigen und dann sollte er mir gleich die Daten hier anzeigen. So wie ihr seht, ich hoffe man sieht es, ohne Spiegelung, ohne sonst irgendwas. Getriebeöltemperatur, ich kann mir die Sensordaten auslesen, also 2,33 Volt. Das ist das, was der Temperatursensor aktuell liefert und die 2,33 Volt sind dann in Summe 48 Grad Öltemperatur. Das sehe ich hier. Und ich habe hier noch den Fahrpedalsensor 1 mal ausgewählt, 16,47. Ich schaue mal, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann steigt das natürlich. 17, 24, ich habe natürlich ein bisschen Gas gegeben. Und genau, man kann auch noch sich das Ganze in den zeitlichen Verlauf darstellen lassen, indem ich dann hier mir das Ganze hier anzeigen lasse. Ich vielleicht beim
Pedalsensor besser zu sehen. Da sieht man auch Leerlaufstellung und dann zweimal, wo ich Gas gedrückt habe, zeigt er das Ganze an. Und man kann natürlich sich auch diese Daten, die wir hier jetzt uns anzeigen, auch aufzeichnen lassen. Mit dem Knopf hier unten aufzeichnen und dann startet er die Aufzeichnung aller Daten, die wir hier haben, speichert die als Datei ab und zu Hause können wir nochmal die Daten uns dann anzeigen lassen, um genau nachzuvollziehen, wann wurde vielleicht das Gaspedal betätigt und wo ist vielleicht eine Spannung eingebrochen. Wenn wir dann mit unserer Testfahrt fertig sind, können wir hier die Aufzeichnung auch stoppen, Dateinamen vergeben und dann, wie gesagt, zu Hause das Ganze auch schön anzeigen lassen. Ja, viele Funktionen, wie gesagt, es würde jetzt wie immer den Rahmen des ganzen Videos sprengen, was so ein Gerät alles kann. Für diejenigen, wie gesagt, die es interessiert, schaut euch auf der Internetseite des Herstellers an. Dort ist auch nochmal hinterlegt, was alles unterstützt wird. Im letzten Schritt ist es so, wir wollen die Servicefunktionen mal austesten. Das ist ja mit unter anderem das Herzstück, neben natürlich Fehlercode auslesen, resetten und Live-Daten sich anschauen. 12 Funktionen, wie ich euch schon gesagt habe und eingeblendet habe. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht zwingend was zu tun habe, sage ich jetzt einfach mal, ich habe die Batterie ausgetauscht, gewechselt. Was bei mir auch irgendwann in naher Zukunft ansteht. Aktuell noch nicht, aber ich vermute mal, bald ist es soweit. Also, wir gehen mal davon aus, ich habe die Batterie gewechselt und jetzt muss natürlich dem Auto gesagt werden, da ist eine neue Batterie. Schau dir mal das Ladeverhalten an und lerne also alles neu. Wir gehen also auf Batteriewechsel und bestätigen das Ganze. Jetzt verbindet er sich mit dem Auto, liest also alle notwendigen Module aus, um diesen Batterie-Reset oder Batterie-Management-System-Reset durchzuführen. So, jetzt kommt hier eine kurze Information, die bestätigen wir, wählen dann unseren Ford aus, schalten Sie die Zündung ein, Zündung ist eingeschaltet, stellt Zündschalter auf ein, ist bei mir auf ein, ich habe ja nur ein oder aus. Und jetzt sagt er, dass es sich verbindet. Genau. Soll ich nochmal mein Auto bestätigen? Also Fahrgestellnummer, Modelljahr, jawohl, das stimmt soweit, hat er richtig erkannt. Und jetzt macht er diesen Reset. So, dann kommt nochmal die kurze Bestätigung. Lernwerte des Sensors, also Batteriemanagementsystem-Sensors, Batterieüberwachung zurücksetzen, jawohl, das wollen wir. So. Diese Anwendung wird die vom BCM gespeicherten gelernten Werte des Batterieüberwachungssensors zurücksetzen. Nochmal bestätigen, ja, wollen wir. Möchten Sie weitermachen? Jawohl. Modulrückstellung im Gange. Rückstellung des Batterieüberwachungssystems erfolgreich. So, das hat ja auch, drehen Sie die Zündung auf Position 0, also ausschalten. Habe ich hier mitgemacht und bestätigt. So einfach kann man quasi das BMS zurücksetzen mit dem Gerät. Man ist also, das Gerät führt einen im Prinzip komplett durch diesen Rückstellprozess, diesen Service durch. Also was muss man drücken, wie muss das Ganze eingeschaltet oder ausgeschaltet werden und Schritt für Schritt wählt man sich dadurch. Okay, wie gesagt, das war's zu diesem Gerät. Ganz viele tolle Funktionen, wie gesagt, Knöpfe. Ich habe jetzt immer den Touchscreen verwendet, weil ich habe ja hier keine Handschuhe an, da kann ich das ja wunderbar machen. Ansonsten, wie gesagt, kann man hier mit den Knöpfen das Ganze auch machen. Und ja, nochmal, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite für alle, die es interessiert. Ja, man kann ganz viel damit machen, für ein Hobby, semi-professionellen Schrauber sicherlich wunderbar geeignet und für alle, die genau dieses Gerät, was ich jetzt in den Händen hier halte, auch haben möchten. Ich verlose das. Bald ist Weihnachten und dann dachte ich mir, ich verlose dieses Gerät hier an jeden, der unter diesem Video kommentiert und natürlich auch Abonnent ist. Wenn ihr also noch kein Abonnent seid, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar unten drunter und dann schaue ich mal, wer dieses Gerät noch vor Weihnachten zugeschickt bekommt. Ich versuche es auf jeden Fall, dass es noch vor Weihnachten ankommt. Okay, das war's zu diesem Gerät. Wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war ein bisschen informativ, hat euch mal gezeigt, was so ein Gerät alles kann. Wie gesagt, immens viele Funktionen, kann man gar nicht so wirklich alle im Detail im Video zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich auch. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.